So, guten Morgen, Fred. Danke für die Zeit mit dir. Kannst du bitte erklären, was du mit diesem Zylinderkopf machst? Das ist gerade hier angekommen, ja? Ja, der ist überholt worden. Motorbau, der ist, also grundsätzlich fangen wir an, Motordemontage, Zerlegung, Prüfen der ganzen Bauteile und erstmal Feststellung, was ist das Schadbild, warum ist was kaputt gegangen, wird erstmal analysiert. Das Ganze nehmen wir im Protokoll auf und dementsprechend geht es dann fängt die weitere Arbeit geht dann weiter, wird mit Herrn Peschel abgesprochen, individuell mit dem Kunden abgesprochen, damit er immer über den Bericht weiß. In der Regel wissen die Leute ja nicht, was mit dem Projekt ist, dann wird er informiert über Herrn Peschel. Ja. Ich bekomme dann weitere Informationen, wie dann die Arbeit weitergeführt wird. Ja. Das wird in der Regel ist das so, dass wir alle Bauteile im Tauchbad reinigen lassen. Durch Sandstrahlen oder sowas, sondern wirklich in einem Tauchbad, das wird der Lack runter, der Rost, Korrosion, wird alles entfernt. Ja. Und dann können wir nochmal spezifisch alles beobachten und sichten. Zum Beispiel kleine Risse sieht man da, mit dem Zylinderkopf ist das sehr schön zu sehen. Das konnte man vorher nicht sehen, da war hier oben noch Reste von der Lichtung. Zum Beispiel hier war ein Riss. Okay. Den haben wir dann schweißen lassen. Ja, das sieht man auch alles erst, wenn das gründlich gereinigt und sauber ist. Manchmal gibt es, sagt man auf Deutsch, Porosität. Also die Wasser geht durch oder das Öl geht durch. Da muss man genau, das hatten wir bei diesem Zylinderkopf auch. Okay. Und zwar das hat sich später erst herausgestellt, dass wird der abgedrückt, die Kühlseite wird nochmal abgedrückt und da haben wir festgestellt worden, dass hier eine Undichte, eine Leckage war. Ein Riss, Mikroriss, der aber dann durch den Druck, wir prüfen den mit höherem Druck, mit 4 bar, in heißem Bad wird das geprüft unter Druck und dann stellt sich dann raus, wenn solche Schwachpunkte noch sind. Und das hat sich auch hier sehr gut rausgestellt, kristallisiert, dass das hier ein kleiner Riss war, der dann aufgesprungen ist. Ja. Weil gerade diese früheren Materialien hier, von Maserati, der Guss ist nicht gut. Ja, der ist also porös, teilweise lunker, teilweise dünnwandig. Und das wird alles überprüft im Nachhinein. Nicht dann, sagen wir, wenn der Motor zusammengebaut ist, eingebaut ist, dann nachher, dass sich dann rausstellt. Okay. Zum Beispiel bei der Ausfahrt zum Beispiel, ist fatal, wenn dann auf einmal das Wasser rausrinnt. Okay. Deswegen prüfen wir während der ganzen Arbeit alle Bauteile immer wieder. Okay. Aber wie gesagt, en gros, wenn es reinkommt, wird es erstmal alles analysiert. Und jetzt das nächste Arbeit für dich ist, um alles jetzt reinzulegen, ja? Der Zylinderkopf der war schon getaucht, der ist schon überholt worden, der ist abgedrückt worden, der ist also jetzt eigentlich fertig zur Montage. Ja. Was wir aber jetzt machen, das Finish muss natürlich auch stimmen. Ne? Nicht nur die Technik, auch das Finish. Das sehen wir schön hier in unserem Abschauungsobjekt. Ja. Das geht nicht nur um die Funktionalität. Funktionalität ist erste Stelle. Ja. Aber direkt kurz danach kommt auch die Optik und der Zustand. Ne? Das ich muss ja auch Ihnen auch zeigen, was wir gemacht haben. Das sieht man dann gut, zum Beispiel hier, wenn der Zylinderkopf fertig ist, da hat er dann die originale Farbe, wie der seinerzeit mal vom Werk ausgeliefert worden ist. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass das muss auch stimmen. Das muss beides stimmen. Und wie viel Zeit hast du jetzt, bis dass du fertig bist? Die Zeit, wir bekommen keinen Zeitdruck, keine Vorgabe. Wir arbeiten das ab. Wie gesagt, wir sind immer im Gespräch mit dem Chef, er ist immer in Korrespondenz mit dem Kunden darüber, weil ich kann das nicht zeitlich fixieren, binden, weil jeder Fall ist anders, individuell. Jedes Schadbild ist anders, es bildet sich immer wieder was während der Arbeit raus, wie hier mit dem aufgesprungenen Riss. Wenn ich das vorab auf eine Zeit terminiere, dann entweder habe ich den Kunden dann irgendwann mal betrogen, weil ich zu viel Zeit ihm berechnet habe, oder ich habe ihm zu wenig berechnet. Das ist natürlich die Arbeit nicht gut gemacht. So. Oder das ist natürlich das Allerschlimmste, wenn wenn dann der Zeitdruck da ist und dann schnell und dann irgendwas gemacht wird, was dann nicht repräsentabil ist. Das machen wir auch nicht. Denn das kann nicht gut gehen, kann niemals gut gehen. Nein. Und wie gesagt, gerade bei diesen Gussteilen hier, weil das vom Guss her ursprünglich nicht so gut war, müssen wir natürlich immer wieder achten, dass wir da keine versteckten Fehler haben, die sich dann im Nachhinein ja dann fatal auswirken.
wirkt dann hinterher immer wesentlich mehr Arbeit, als wenn man sich vorher da die Mühe gibt und das ordentlich macht. Das ist unsere Philosophie des Ganzen. Sicherlich sind wir auch keine Götter oder herausragend, aber wir versuchen das immer alles im Ganzen zu sehen. Ja, ja. Okay, wunderschön. Das ist jetzt ein Zylinderkopf, das ist von dem grauen Fahrzeug, was in der Werkstatt steht. Wie gesagt, das ist auch mit Kunden abgesprochen. Funktionalität, Technik und die Optik, alles muss passen. Okay. Wunderschön. Ja, wenn wir mal schauen möchten, zum Beispiel mit den Komponenten, da sagen wir, wo Sie gerade eben angesprochen haben, mit den Gussteilen, hier unten sieht man noch die ganzen Spuren, die Korrosionen, das ist nicht weiter schlimm. Wenn man sieht, wir haben da mal, ich habe mal die alte Zylinderkopfdichtung hier aufgelegt, wie die früher eine Zylinderkopfdichtung gebaut haben. Da sieht schon jeder Laie, dass das nicht auch für dauerhaft ausgelegt ist. Ja, wir bauen neuerdings, wir haben da extra die Kopfdichtung konstruieren lassen, dass sie genau überall so passen, die Bohren passen. Und in früheren Zeiten haben die da einfach so einen Gummi rundherum gemacht und dann hier einzelne Ringe reingesetzt. Und dass das nicht funktionieren kann. Ja. Was unsere Philosophie ist auch, das muss auch standfest sein. Das ist ja schwach. Ja. But this is the original gasket. Yeah, So it someone looks weak. Ja, das ist dann normalerweise so. Und dann, es wird alt, Spröde und dann reißt das auf. Und heute die Qualität dieser ist auch, das Material ist noch besser, ja? Ja, auf jeden Fall. Das ist Ja. verstärktes Spezialdichtstoff. Der ist auch nochmal mit einer Dichtschnur versehen. Also wirklich modernster Stand der Technik, was wir da einsetzen. Denn hier können wir das durchaus machen, denn hier spielt weder die Optik noch sonst was die Rolle. Hier ist effektiv die Technik gefragt. Und es dauert viel länger auch. Ja, natürlich, das alles sagen wir so passend zu machen, die Konstruktion, bis man da eine passende Kopfdichtung hat, die ganze Bogen, das muss ja alles stimmen. Das haben wir ja alles konstruiert und das nimmt natürlich dann Zeit in Anspruch, bis man dabei so weit ist. Ja. Okay. Kannst du ein bisschen erklären über diese Teile, was Arbeit du jetzt hast für die nächsten Tage, Wochen? Ja, das sind die Nockenwellen. Die Nockenwellen werden auch alle vermessen, Ja. ob der Grundkreis passt, ob die Höhe stimmt. Ja. Und so wieder Abweichungen sind mit gewissen Toleranzen, wird die Nockenwelle komplett überholt. Das heißt, die wird dann neu geschliffen, neu nitriert, gehärtet, dass das auch wieder alles den ursprünglichen Zustand entspricht, vor allem die Motorlaufkultur. Ja. Erkennt man dann sofort daran, wenn die Nockenwelle gleichmäßig läuft, läuft der Motor auf allen Zylindern gleich und der läuft schön laufend. Wenn man dann sieht, zum Beispiel Ventile, ja, das ist ja alles abgenutzt, das kann man nicht mehr verwenden, das hätte zu viel Spiel, Ja. deswegen werden die Ventile Neue Ventile. geprüft und in so einem Zustand kann das nur erneuert werden, weil das die einzige Lösung ist. Okay. Das sind die Stöße, Ja. man sieht, ja, das läuft hier drauf, Ja, ja. das ist ganz kaputt. Ja. Ja, sowas finden wir dann vor. Zu viele Kilometer. Ja, würde ich nicht sagen. Das resultiert sehr oft, diese Fahrzeuge werden ja nicht lange Strecke gefahren. Ich habe hier ein anderes Schadbild als wie Fahrzeuge oder Motoren, die jetzt lange gefahren werden. Da gehe ich mal von aus, das ist ein Schadbild vom vielen Starten Kurzstrecke. Okay, und Ne? Du musst dir vorstellen, die dass Öl war nicht heiß genug. Genau, das Öl, besonders das ist meistens ist das ohne Öl, das sitzt ja gleich hier oben. Ja. Die Ölpumpe sitzt hier unten, bis das Öl hier hochtransportiert ist, wenn sie den Motor starten. Ja. Das dauert immer 1-2 Sekunden. Und das mehrmals hintereinander. Dann irgendwann läuft das Material aufeinander, Ja. geht kaputt. Hm. Ja, also das sind Verschleißbilder, die man häufig so findet für Kurzstreckenfahrzeuge, Motoren, die nicht warm werden. Ja. Der Öl wird nicht warm, hat nicht seine volle Eigenschaft. Und dann, Wenn ich in der Armee war, habe ich Motoren vom Feuerwehr-Lastwagen neu gemacht. Und die hatten nie die Zeit, die heiß machen. So, die waren sehr, sehr kurzes Leben, jedes Mal. ja, genau. So sieht das dann neu aus. Es muss ganz glatt sein. So läuft Ja. hier drauf. Hier herrscht ein unheimlich ein hoher Druck. Wenn der öffnet und draufdrückt, da ist sehr viel Gegendruck, da hat er Ja. doppelte Federn. So wie ein Rennwagen. Ja. Sitzt ja so darunter. Ja, und dann gibt es dann so Verschleiß, wenn es dann nicht ausgiebig geschmiert wird.
Die Schwierigkeit ist nur diese Kopfdichtung. Die ist natürlich, geht nicht nur bei uns kaputt, die ging auch früher häufig kaputt. Ja. Das war ja nie langlebig. Da würden die Köpfe runtergenommen, auch zu früheren Zeiten. Also wir haben bis jetzt Methoden immer vorgefunden, wo der Kopf mindestens einmal runter war, nicht schon öfters. Die werden jedes Mal werden die Köpfe plan geschliffen, damit die Dichtfläche wieder optimal gerade ist. Manchmal so ein leichter Verzug durch die Temperatur. Und natürlich ist auch irgendwann mal die Grenze erreicht. Genau. Wenn er dann so tief runtergeplant ist, dann sind wir irgendwo im Wasserkanal, beziehungsweise haben so eine hohe Verdichtung oder kommen dann auch mitunter schon mal in diese. Ja. Und dann braucht man ein neues Kopf. Ja, da braucht man einen neuen Kopf, beziehungsweise man sollte natürlich so wenig wie möglich planen. Aber ich erkenne das nicht immer unbedingt. Deswegen haben wir so eine Datenbank aufgebaut. Wir messen jeden Zylinderkopf, die wir demontieren. Da haben wir so ein Protokoll drüber, messen die Tiefe und vergleichen dann anhand dieser Werte, weil vom Werk aus gibt es da nichts. Wir müssen uns da so ein bisschen selber behelfen. Da haben wir mittlerweile so eine Datenbank aufgebaut, wo man dann genau feststellen kann, wann ist der Zylinderkopf am Ende, wann ist er an der Grenze, wann haben wir noch Platz. Ja. Die Erfahrung vom früheren. Genau. Ja. Alle Motoren, die protokollieren wir so weit wie es geht. Ist natürlich ein bisschen zeitaufwendig, aber es hilft uns hinterher wesentlich, weil wir dann oft auf Kriterien stoßen. Wir hatten zum Beispiel einen Motorblock, aber vom Werk aus hat jemand mal wahrscheinlich Tuning gemacht und hat den Motorblock oben abgeschliffen. Ja. Das sieht man nicht. Wir haben den Motor gebaut, alles zusammengebaut und er hat Geräusche gemacht. Da stieß der Kolben oben gegen den Kopf. Was soll das? Es hat eine Weile gedauert, aber wir haben es gefunden. Da war der Motorblock oben abgefräst um 1,5 mm. Das ist sehr viel, das ist zu viel. Ja. Hat einer versucht und das geht nicht. Katastrophe. Das ist dann eine Katastrophe. Katastrophe ist immer dann, wenn es fertig ist im Auto und soll fahren und soll funktionieren. Deswegen vermessen wir alle Bauteile. Dann würde man kürzere, how do you say, Conrods. Ja, gibt es nicht. Wir haben den Kolben oben Das war geändert. einfach ein Witz, aber das war Ja, eine gibt Katastrophe. es auch. Man muss dann eine Lösung finden, weil den Motor, was ab ist ab. Ja, wir müssen dann eine Lösung finden und dann. This is the one thing, you know. We learned that the more time you spend initially dismantling and analyzing and measuring, the more time you save at the end. Yes. And This is the foundation of the job. Yeah. Operations is everything, and it starts with analyzing and understanding what you're doing. And as my colleague said, we do an 8 or 9 page measurements on the engines. So that's your whole company philosophy. That's the philosophy. Okay, excellent. Thank you so much, Leo. And thank you to you. Thank you.